Liebe Waage, sei aufs allerherzlichste willkommen hier zu deinem Juli-Taroskop. Juli 2026. Schauen wir uns gemeinsam an, wie sich dein Juli gestalten möchte, was er alles für dich bereithält. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich, was wird wichtig und ausschlaggebend oder eventuell, was solltest du am besten ganz außer Acht lassen. Schön, dass du eingeschaltet hast, schön, dass du mit dabei bist. Wir freuen uns sehr. Ja, liebe Waage, Erfolg und Lebensfreude, das wird dein neues Motto. Du hast dich in den letzten Monaten, manche in den letzten Jahren, so sehr abgemüht, bemüht. Du wurdest so oft zum Loslassen gezwungen. Es gab so viele Dinge, die schmerzhaft waren, mit denen du dich immer wieder aufs Neue auseinandersetzen musstest. Doch, guess what? Jetzt im Juli darfst du auftauchen, darfst du die Lebensfreude spüren. Du wirst sehr, sehr stolz auf dich sein, liebe Waage, denn du hast es alles selbst gemacht. Du hast sehr viel innerliche Arbeit absolviert, sehr viele Zusammenhänge erkannt. Jetzt ist die Zeit, dir den Lorbeerkranz selbst aufzusetzen und der Weg vor dir wird von Erfolg gekrönt sein. Sicherlich, es gibt immer wieder irgendwelche Ecken und Wendungen, doch das Allergröbste hast du jetzt tatsächlich hinter dich gebracht. Wie wunderbar! Es gibt viele Neuigkeiten an der Arbeitsfront. Es wird Veränderungen geben und freu dich drauf. Sie werden die Reisen beinhalten, sie werden neue Menschen beinhalten, sie werden beinhalten, dass du dein Wort kundtust. Du möchtest neugierig dem Leben entgegentreten. Der Juli bietet dir schon einige Chancen dazu. Und du lässt zurück, wo du so sehr daran festgehalten hast und dachtest, oh mein Gott, wenn das nicht mehr ist, dann kann ich hier auf dieser Welt nicht mehr überleben. Das fällt komplett weg. Du hast wie mit einer magischen Sichel den Fokus auf deine Ziele gelegt. Du hast dich bemüht, aus dir herauszuwachsen. Der Juli, jetzt, er belohnt dich dafür. Schauen wir uns an, was dein Hauptthema ist im Juli. Unter welchem Themenstern steht dein Juli? Ja, wie wunderbar. Schau an, du hast 2 Themenkarten. Ausschluss vorbei, der Neuanfang und du baust auf einem neuen Fundament weiter. Denn das alte Fundament war es aus Treibsand. Wie dem auch sei, so wichtig ist es eigentlich nicht. Wichtig für dich zu wissen ist, dass du jetzt im Juli neu durchstartest, frische Energie hast, wie gesagt, Lebensfreude, du bist sehr kreativ und du möchtest dich nicht mehr mit negativen Dingen auseinandersetzen müssen. Und sobald die Red Flags auftauchen, wirst du sofort alles cutten, rigoros zu dir selbst stehen. Wow! Gut möglich, dass du mit einem Widder verbunden bist, einem oder einem anderen Feuerzeichen. Vielleicht ist es auch jemand, den du als Vorbild hast. Vielleicht ist es eine Vaterfigur. Vielleicht ist es jemand, der zu dir schaut.
Vielleicht ist es jemand, der nicht mehr auf dich herabschaut, sondern nun zu dir aufschaut. Wow! Beginnen wir mit dem Tarot. Und im Übrigen, Extended-Version, weiterführendes Video, Woche für Woche, mehr Details, andere Botschaften, mehr Botschaften, andere Details. Das Video findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück auf den Link, du wirst automatisch weitergeleitet. So kommst du in den Juli. Du hast es alles. Ganz, ganz große Selbstzufriedenheit. Keine Arroganz, nein, Selbstzufriedenheit. Du kannst sagen, yeah, ich habe es geschafft, ich habe es aus mir heraus geschafft und ich muss niemandem dafür danken, außer mir selbst. Du hast dich getraut. Anfang Juli gleich, ab dem 2. Juli bis zum, ja, doch ungefähr 21. Juli ist durchweg ein Freudenfest. Du wirst sehr socialisen, du bekommst viele Einladungen oder du gibst viele Einladungen und siehst all das mit anderen Augen. Du bist sehr in der Dankbarkeit, du bist in der, sie sagen, in der Anmut dessen, was ist. Und weißt du was? Das Universum beschenkt dich mit noch viel mehr. Nämlich beruflich wirst du deine Gabe, dein Hobby, dein Interessengebiet zum Beruf machen, beziehungsweise eben Beruf, zu was bist du berufen, ja? Dort gibt es für einige von euch drastische Veränderungen, höchst positive Veränderungen, denn ihr traut euch, sei es etwas mit hineinzunehmen, wo ihr schon lange geliebäugelt habt, beziehungsweise vielleicht auch länger schon ein Brett vom Kopf hattet und euch dachtet, oh no, wie geht das, wie soll das gehen? Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, klare Sicht und ihr verbindet. Reden wir über deine Gabe. Über deine Gabe, die Harmonie als solches zu verherrlichen. Reden wir über deine Gabe, die Menschen auszugleichen. Reden wir über deine Gabe, das Schöne im Menschen zu sehen. Auch wenn das Auge kritisch ist. Doch es überwiegt. Etwas möchte aus dir herauskommen. Lass dir Zeit bis zum 20. Juli. Treffe keine einschneidenden Entscheidungen diesbezüglich. Denn Spirit möchte dir noch etwas mit auf den Weg geben. Spirit möchte, dass du ein ganz bestimmtes Detail mit einbeziehst und nicht außen vor lässt. Der Schleier der Illusion, der dich die letzten 7 Jahre wirklich fest im Griff hatte und dich fast nicht hat klar denken lassen, er ist weg. Du siehst klar auf das, was ist, auf das, was nicht ist, auf das, was nicht sein soll, auf das, was sein darf. Du darfst jetzt ernten, was du gesät hast. Du weißt, was du möchtest. Du bist neu ausgerichtet. Liebe Waage, es ist grandios. Du hast ebenso eine, wie schon vorhin angesprochen, eine sehr kreative Phase. Es ist gut möglich, dass du ein Angebot bekommst, eine Chance zu einem Projekt, doch Spirit sagt dir, nicht rennen,
überlege gut. Ist es dein altes Ich, was sich hineinstürzen möchte? Oder ist es das neue Ich? Es kommt ebenso in Sachen Liebe jemand auf dich zu, der dir wahnsinnig den Kopf verdreht. Man könnte sagen, ja, du bist schon echt verknallt. Es kann sich dabei um ein Wasserzeichen handeln, um ein Luftzeichen oder um ein Feuerzeichen. Sehr viel Knister, Energie in der Luft. Du bist Feuer und Flamme. Doch, alles gut. Doch wichtig für dich ist, Feuer und Flamme auf Sparflamme, bitte. Denn ansonsten kann es gut möglich sein, dass du, liebe Waage, alles rundherum vergisst und dich verlierst und den Fokus verlierst. Du warst ein ewig Suchender, bist eine ewig Suchende. Du kommst nun an und ich würde mal sagen, du wirst reisen, um die höheren Mächte zu treffen, um eine Audienz bei ihnen zu bekommen. Sehr spirituelle Orte, sehr intensive Kraftplätze wirst du besuchen. Und ja, die Eindrücke, die Menschen, die du dort auf dem Weg treffen wirst, kennenlernen wirst, sehr, sehr eindrücklich. Denn ein ganz bestimmter Mensch wird dir die Hand entgegenstrecken und sagen, gehen wir den Weg ein Stück gemeinsam. Wir machen weiter im Extended, liebe Waage, wie gesagt, Woche für Woche. Und den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Wir freuen uns auf dich. Ciao!